Willkommen zum vierten Part der winterlichen Asienreise. Es ist endlich gekommen. Nach unglaublichen 10 Jahren betrete ich wieder Vietnam. Es ist unglaublich, dass ich wieder in einem asiatischen Land war, denn einfach europäisch will ich jetzt auch nicht immer sein. Aber wenn ihr es gefällt, liked euch das Video und abonniert den Kanal, damit ihr weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Außerdem werden wir auch die Reaktion sehen, wie ich nach 10 Jahren meine Großeltern gesehen habe. Wir werden mit einem Taxi zu meinen Großeltern hingebracht. Und es sind etwas viele Koffern sowie auch Leute. Und deswegen bräuchten wir wahrscheinlich 2 Taxis. Das ist richtig. Für meine Mutter und ich passt es leider nicht und deswegen haben wir den zweiten Taxi geholt. Mit Hilfe mit einer App aus Vietnam konnten wir ganz schnell und günstig einen Taxi holen. Außerdem sehe ich nach 10 Jahren die Landschaft in Hanoi, denn einen Großteil davon habe ich sogar vergessen. Leider ist in Vietnam viel kühler geworden als in der letzten Woche, denn so im Bereich 10. Dezember war das schon bei 30 Grad und jetzt sind es so zwischen 17 und 20 Grad. Aber es ist auch besser so, denn es ist einfach angenehm, Urlaub zu machen. Im Flughafen habe ich eine sogenannte SIM-Karte gewechselt. Jetzt habe ich sozusagen die SIM-Karte aus Vietnam. Und damit kann ich jetzt auch in Vietnam telefonieren, auch wenn ich jetzt kein Internet habe oder sowas ähnliches. Aber wie ihr jetzt seht, Stau. Ich komme nicht weiter. Ich muss ein bisschen warten, bis ich meine Großeltern wieder sehe. Jetzt gibt es diesen Ort, den ich jetzt schon wieder erinnert habe. Und zwar hier. Die vielen Motorrädern, die immer rumsausen. Das wusste ich immer noch, auch wenn ich es noch nicht wirklich vergessen habe. Meine Großeltern sollten irgendwo in diesem Bereich wohnen. Ich weiß zwar nicht genau, weiß ich früher sowieso auch nicht, aber ich werde schon drauf erwarten. Außerdem war auch mein Vietnamesisch viel besser geworden als vor 10 Jahren, denn ich könnte nur ein paar Sätze damals reden und jetzt rede ich so bei 80% gut Vietnamesisch. Leider erwarten wir uns bei diesem Part einen kürzesten Part der winterlichen Asienreise, denn wir waren einfach kaputt.
Wir konnten nicht schlafen, weil im Flugzeug war es viel zu laut und manche haben sogar Kopfschmerzen bekommen und deswegen ist dieser Part leider der kürzeste. Nhà chị Trứng Đây Nguyệt. Ngọc Quyến. Không trên đấy mà không không phải nhà chị. Ở đây cái biển xanh này em kìa. Địa phận thì cái kìa Thanh Xuân rồi kìa. Nhà chồng chị ít khi chị xuống. Đây sẽ là đâu phải chứ. Ngọc Quyến. Ziel erreicht. Und jetzt betrete ich auch zum ersten Mal die Stadt Hanoi, also im Inneren. Und jetzt sehen wir eine kleine Reaktion, wie ich meine Großeltern wiedersehe. Während der Zeit haben wir ein bisschen geplaudert über die Vergangenheit und haben mittags und Abend gegessen. In der Mittagszeit sind meine 2 Onkels gekommen, die ich auch nach 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und aufgrund, dass ich noch ein paar SIM-Karten noch ein bisschen verbessern möchte, war dieses Video ein bisschen zu kurz. Und in den nächsten 8 Parts werdet ihr ein paar Parts über Hanoi sehen. Vielen Dank, dass ihr es so gesehen habt. Und in der nächsten Folge werden wir den Abflug von Hanoi nach Bangkok sehen. Denn in den nächsten Tag geht es nach Bangkok weiter. Also man sieht sich.